bin ja richtig froh, dass wir zusammen samstags jetzt mal im Wald unterwegs sind. Warum schleppst du mich denn hier überhaupt in den Wald? Wir wollen uns zusammen mal ansehen, was wir unter ökologischem Trassenmanagement verstehen. Nachdem wir jetzt auch 30 Millionen dafür ausgeben werden, ja, freigegeben haben, ja, finde ich, ist auch mal richtig, dass wir uns auch wirklich mal anschauen, was das Ganze bringt. 30 Millionen, das ist natürlich viel Geld, aber wenn man sich mal anguckt, was wir uns vorgenommen haben, relativiert sich das Ganze ja schon wieder. Wir brauchen neben Aktivitäten zum Klimaschutz, die wir als Energieversorger sowieso machen, brauchen wir auch noch eine Unterstützung der Artenvielfalt, der Biodiversität. Da führt kein Weg dran vorbei. Mehr Artenschutz heißt auch besserer Klimaschutz. Wir werden gleich einen jungen Mann kennenlernen, einer der berühmtesten und bekanntesten Naturfotografen in Europa. Und der ist dazu auch noch Biologe, also wirklich ein Mann vom Fach. Hi Chris! Hi! Hallo. Schön, dass du da bist. Thomas, dann erklärst du uns vielleicht jetzt noch mal, was wir mit dem ökologischen Trassenmanagement wirklich versuchen, wo wir hier gerade die Trasse runterschauen. Wir haben ja jahrelang aus Sicherheitsgründen, und was meine ich mit Sicherheit? Einerseits die Versorgungssicherheit für unsere Kunden und zum anderen die Arbeitssicherheit für unsere Mitarbeiter, haben wir unter diesen 110 kV-Trassen die gesamte Vegetation, ich sag mal, muss man schon sagen, kahlschlagmäßig abgeholzt. Da hatten wir Ruhe, da waren die Sicherheitsabstände eingehalten und wir mussten uns dann lange Zeit um nichts kümmern. Und dann hat 1992 die Westnetz begonnen, das waren wirklich Pioniere und haben sich Gedanken darüber gemacht, Mensch, das muss doch auch anders gehen. Und wie kann ich heimische, natürliche Vegetation nutzen, um Biodiversität unter den Leitungen sicherzustellen. Und das können wir uns jetzt hier mal angucken, was hier entstanden ist. Chris, wenn du jetzt hier drauf schaust, was siehst du denn dann eigentlich? Was nimmst du wahr? Was total auffällt, ist eben, dass wir einen schönen fließenden Übergang haben und eine Stufung zu alten Baumbeständen. Teilweise kommen auch ältere Bäume wieder hoch, die aber schon mal gekappt wurden. Wir haben Jungwuchs, wir haben teilweise das Totholz da drin. Und das ist eben ein schönes Habitat. Und wir sehen da vorne noch diese Offenfläche. Da wird es Arten geben, wie zum Beispiel die blauflügelige Ödlandschrecke zum Beispiel, die jetzt eben auch dort vorkommt und für die ein Habitat geschaffen wurde. Und genau darum geht es, dass Arten erfasst werden, alle Arten, die hier im Umkreis vorkommen. Und dann wird geschaut, für welche besonders geschützten Arten kann man was tun. Chris, vorhin haben wir Totholz gesehen. Ja. Und normalerweise im eigenen Garten ist es ja das, was man sofort rausnimmt. Ja. Wieso ist Totholz wichtig? Totholz ist einfach neues Leben letztendlich. Also wir haben das stehende Totholz, wir haben das liegende Totholz. Da gehen die Pilze erstmal dran. Diverse, tausende Pilzarten wachsen auf Totholz. Die zersetzen das Holz. Und wenn es so modrig wird, dann kommen diverse Insekten, legen da Eier rein, diverse Käfer. Und im stehenden Totholz ist es eben so, dass dann der Specht kommt. Einerseits zur Nahrungssuche, weil er da auch wieder irgendwelche Larven rauspickt. Aber er baut auch seine Höhlen da rein. Und die Höhlen werden dann wiederum genutzt von Meisenarten im Jahr darauf oder von Fledermäusen, von Eulen. Also das ist sehr, sehr komplex und Totholz ist extrem wichtig. Das scheint, dass wir einiges richtig gemacht haben, oder? Ja, ja. Also das ist ein wirklich schöner Schritt und relativ, in Anführungszeichen, wertlose Flächen können dadurch aufgewertet werden. Eine Sache ist ja klar, ne? Wir brauchen noch viel mehr Freileitungen in Deutschland. Ne? Für jeder Windpark eine solche Leitung, führt kein Weg dran vorbei. Was haben wir denn zu erwarten in Deutschland, wenn wir die Ausbauziele verfolgen? Zunächst geht es mal darum, die Leitung, die wir hier sehen, bestmöglich auszunutzen. Ja. Bevor wir ausbauen, geht es immer darum, das maximal aus den bestehenden Leitungen rauszuholen. Und wenn wir über Energiewende reden, dann müssen wir Ausbau von Erneuerbaren und Energienetze immer parallel denken. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Es wird ja häufig so diskutiert, als wenn das eine das andere verhindern könnte. Nein, wir brauchen auf jeden Fall beides. Wir brauchen auf jeden Fall beides. Also egal wie intelligent wir das machen, am Ende werden wir mehr Leitungen bauen müssen, ansonsten schaffen wir unsere Ziele nicht. Wir haben jetzt die Stromtrasse selbst angesprochen. Wir haben erneuerbare Energien ein bisschen angesprochen. Was macht E.ON denn noch? Wir werden klimaneutral als Company. Wir helfen unseren Kunden, klimaneutral zu werden. Und dann pushen wir das Thema Biodiversität. Da machen wir das ökologische Trassenmanagement, die Partnerschaft mit der UN Environmental Protection Agency. Und wir haben dann als letzte große Aktion noch beschlossen, dass wir der sogenannten LEAF-Koalition beitreten.
LEAF-Koalition ist eine Koalition, eine Initiative der US-Regierung zusammen mit der UNO und zusammen mit einigen europäischen Regierungen. Und die versuchen, den Schutz des brasilianischen Regenwaldes zu ermöglichen. Und wir sind dem beigetreten, weil wir sagen, wenn wir die Regenwälder nicht geschützt kriegen, dann haben wir sowieso ein Problem in einer Größenordnung, das wir nicht bewältigen können. Und deswegen sind wir auch in der LEAF-Koalition drin als Energieversorger. Ja, ich glaube, wir müssen trotzdem zurück, so schön es hier ist, zu den Rädern schlendern und dann wieder zurückfahren. Aber Chris, das war super. Viel gelernt, hat Spaß gemacht mit dir und wir bleiben in Kontakt. Gerne.